Schärfe im Bild wollen wir doch alle haben, denn natürlicherweise sucht sich unser Auge das Objekt heraus, was am schärfsten ist und deutet das dann als unser Hauptmotiv. Aber was ist Schärfe genau überhaupt? Das wollen wir heute einmal klären und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wenn wir über das Thema Schärfe sprechen, müssen wir automatisch auch über das Thema Unschärfe sprechen. Denn im Grunde ist es so, dass der schärfste Punkt im Bild dieser ist, wo die Zerstreuungskreise oder die Unschärfekreise am allerkleinsten sind, sodass sie für unser menschliches Auge unsichtbar werden. Und in dem Punkt scheint für uns das Bild am schärfsten zu sein. Diese Zerstreuungskreise oder Unschärfekreise kennt man auch unter der Bezeichnung Bokeh, was meistens sich im Hintergrund befindet, wenn man eben einen sehr unscharfen Hintergrund im Bild hat. Gesteuert wird die Schärfe oder der Fokus natürlich von uns mittels des Fokuspunktes in der Kamera oder dem Fokusbereich, je nachdem, was man eben einstellt, ob man mit einem kleinen Fokusbereich arbeitet und den immer justiert dorthin, wo man ihn haben möchte, oder ob man größere Felder von Fokuspunkten nutzt. Das ist dann persönliche Präferenz einfach. In einem meiner vorherigen Videos habe ich euch bereits erklärt, wie sich die Blende auf die Schärfe bzw. die Unschärfe im Bild und die Schärfentiefe auswirkt. Man kann sagen, je nachdem eben welche Blende ihr nutzt, dass die Schärfeverteilung im Bild immer 1/3 nach vorn und 2/3 nach hinten reicht. Heißt also, wenn wir beispielsweise eine Gruppe fotografieren und meinetwegen 4 Reihen Personen haben, dann fokussieren wir nicht die erste Reihe, denn da geht uns zu viel Schärfe nach hinten verloren. Wir fokussieren in etwa die zweite Reihe und haben somit die erste Reihe auch mit scharf und können die Schärfeverteilung eben noch ein bisschen mehr nach hinten zögern, sodass auch die letzte Reihe möglichst scharf abgebildet ist. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Unschärfe sind, hier gibt es verschiedene Formen der Unschärfe. Die erste Unschärfe-Art, nenne ich sie jetzt einfach mal, ist die Bewegungsunschärfe. Die kann man zum einen gewollt einsetzen, die kann aber auch ungewollt eintreten. Wenn sie ungewollt eintritt, dann habt ihr nicht die richtigen Kameraeinstellungen, eure Verschlusszeit ist zu lang für die Schnelligkeit des Objektes, was ihr versucht zu fotografieren. Wenn man die Bewegungsunschärfe auf der anderen Seite gewollt einsetzt, dann nutzt man dies vor allem, um eben Bewegung darzustellen und setzt diese Unschärfe als Effekt ein. Beispielsweise schnelle Transportmittel, die dann einen Schweif hinter sich herziehen, oder auch bei Menschen, die schnell rennen, ein Sprinter beispielsweise, wenn ihr da die Bewegungsunschärfe gezielt einsetzt, dann kommt diese Bewegung noch viel besser rüber und die Schnelligkeit wird noch besser im Bild symbolisiert. Eine Unschärfeart, die wir alle vermeiden wollen, ist die Verwacklungsunschärfe. Die entsteht, wenn ihr die Kamera nicht still genug halten könnt. Also auch hier, wenn eure Belichtungszeit zu lang ist und ihr vielleicht beim Auslösen schon euch bewegt oder eben die Belichtungszeit so lang ist, dass ihr in der Zeit die Kamera verwackelt. Denn wir sind Menschen und keine Stative. Das heißt, wir sind eigentlich immer ganz leicht in Bewegung. Und selbst wenn ihr glaubt, ihr könnt die Kamera sehr still halten, dann glaube ich euch das. Aber selbst minimale Bewegungen können diese Verwacklungsunschärfe im Bild hervorrufen. Wie ihr dem vorbeugen könnt, auch hier entweder die Belichtungszeit verkürzen. Wenn ihr aber zum Beispiel Nachtaufnahmen oder sowas machen wollt und das nicht könnt, dann nehmt auf jeden Fall ein Stativ zur Hilfe. Das dritte Risiko für Unschärfe besteht darin, wenn ihr euren Fokuspunkt falsch setzt oder eure Schärfe verrutscht.
das kann passieren, wenn ihr eben zum Beispiel nur mit einem kleinen Fokusfeld arbeitet und diesen nicht ordentlich justiert, oder wenn ihr eine sehr große Blendenöffnung nutzt und dann nicht genau genug fokussiert habt, sodass beispielsweise nicht das Auge im Porträt scharf ist, sondern die Nase. Sowas kann schon ausreichen, sodass ihr eben eine falsche Schärfesetzung habt und auch hier dann Unschärfe am falschen Ort vorfindet. In der Praxis könnt ihr sehr schön mit Schärfe und Unschärfe spielen und somit auch noch interessantere Bilder kreieren. Beispielsweise könnt ihr die Schärfe- und Unschärfeverteilung so nutzen, dass ihr mehr Tiefe im Bild erzeugt, eben durch einen unscharfen Vordergrund, einen scharfen Mittelgrund und einen unscharfen Hintergrund. Oder aber ihr setzt bewusst euren Fokus mal nicht auf euer Hauptmotiv, zum Beispiel auf eurem Model, sondern eben auf den Vordergrund oder auf ein anderes Detail im Bild. Das macht sich besonders in Bildserien ganz schön, finde ich. Und wo ich gerade bei Porträt war, ein Tipp von mir: fokussiert immer die Augen, wenn ihr das nicht sowieso schon macht. Ich denke, die meisten von euch wissen das und die meisten von euch machen das. Viele neuere Kameras haben auch schon einen Autofokus für die Augen integriert, sodass ihr da keine Probleme habt. Aber trotzdem achtet darauf, dass ihr immer auf die Augen fokussiert, und wenn ihr zum Beispiel seitlich euer Model seht, dann fokussiert das vordere Auge und nicht das hintere Auge. Dann wirkt das gesamte Bild etwas stimmiger und professioneller einfach. Ich hoffe, mit diesem kurzen Abriss zum Thema Schärfe und Unschärfe konnte ich euch vielleicht 1, 2 neue Dinge noch mit auf den Weg geben. Ich freue mich, dass ihr reingeschaltet habt. Vielen Dank dafür. Hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen und vergesst nicht zu abonnieren, natürlich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!